Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute, wie ihr sehen könnt, in einem etwas anderen Setting. Und zwar sitze ich jetzt gerade an meinem Renn-Drift-Simulator, sage ich mal so. Und ich wollte heute einfach mal ein etwas anderes Video machen. Normalerweise mache ich ja nur Videos oder mache ich ja im Moment nur Videos, wo ich eben meine Autos umbaue oder sowas. Und weil ich im Moment sehr viel vom Simulator sitze und da Driften übe und halt ein bisschen das versuche besser zu machen, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video darüber, beziehungsweise ich drifte einfach mal in einem Video. So, und zwar werde ich jetzt erstmal diesen MX-5 fahren. Das ist von Gravy Garage, der MX-5. Hat, glaube ich, irgendwie 400 PS und ja, ist halt ein MX-5 NA. Und dabei werde ich einmal erklären, was ich jetzt in diesem Video machen möchte, beziehungsweise was potenziell ich als Videoreihe machen möchte. Übrigens, es wird jetzt gleich, oder jetzt direkt, wird jetzt noch eine andere Kamera eingefügt, beziehungsweise eingeblendet. Das ist einmal im Prinzip die Cam, die hier unten alles zeigt, wie ich halt hier Gas gebe, Bremse, Kupplung drücke und sowas. Das ist halt einfach, ja, da kann es, wenn es jemanden interessiert, kann er halt sehen, wie mein Footwork ist oder wie ich halt das Lenkrad bediene und so. Aber ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was ich für ein Setup habe und was ich jetzt allgemein in dem Video und vielleicht potenziell in auch noch anderen Videos machen möchte. Ja, ich fahre jetzt mal los. Perfekt. Direkt nicht mit Gang getroffen. Und dann erkläre ich das mal ganz kurz. So, an sich so ein Setup. Das Setup ist ein relativ simples Setup. Das besteht aus einmal einem Playseat Rig im Prinzip, also wo halt der Sitz bei ist, wo die Halterung fürs Lenkrad und sowas bei ist. Dann sind das aus einem Thrustmaster Kit sind das die Pedalerie, also ist das die Pedalerie. Ich glaube, die kann man auch einzeln kaufen, bin ich mir nicht so ultra sicher. Das gleiche gilt für für hier den Schaltknopf und sowas. Das ist auch aus dem Thrustmasters Kit. Ein bisschen zu weit. Handbremse ist eine Amazon-Handbremse für, ich glaube, irgendwie 80 Euro oder sowas. Und das Lenkrad ist ein Fanatic Direct Drive, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Fanatic DD, glaube ich, also DD. Das ist 8 Newtonmeter Ding und das habe ich auch in einem Bundle gekauft mit diesem Lenkrad. Das ist ein WRC-Lenkrad. Ja, so viel zum Setup. Ist ein relativ simples Setup, was man halt so ja, fürs Driften nutzt, sage ich jetzt mal so. Ja, bin schon sehr viel mitgefahren und da habe ich jetzt auch das Driften am Simulator geübt. Ja, was möchte ich jetzt in den Videos machen? Wie ihr seht, ich bin hier schon am Driften und mit dem Gravy Garage oder wenn ich jetzt ein WTD-Auto fahren würde oder sowas, dann, ja, sag ich mal so, ich kann damit driften, also es fällt mir jetzt nicht unfassbar schwer, da irgendwas zu machen, irgendwie jetzt einen krassen Entry zu machen oder sowas. Das fällt mir jetzt nicht mehr schwer und ich kann das schon relativ gut. Was mir aber sehr schwer fällt und was, glaube ich, halt interessant als Video wäre, außer dass ich jetzt halt, was ein interessantes Videokonzept wäre, weil jetzt die ganze Zeit hier den Klatschkickers, oh Gott, ist es soweit, den Klatschkickers Track zu driften wäre jetzt, glaube ich, nicht so die ultra interessante Sache. Und ich habe mir gedacht, ich kann die WDC, es gibt in Assetto Corsa, gibt es eine richtige Championship, also mit Pro-Drift-Autos, sage ich jetzt mal, die sich ganz anders handeln wie die ganz normalen Public-Autos, die man auf den Multiplayer-Servern und sowas fährt. Die handeln sich anders, sind viel, viel schneller und sind viel, viel schwerer zu fahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle mir die Challenge, ich fahre von den Virtual Drift Championship die Autos, also die Public-Autos, die Public-Mods und fahre dann auch noch die ganzen Strecken. Macht, glaube ich, eine interessante Videoidee oder beziehungsweise macht ein ganz interessantes Video, meine Güte, weil ich kann die überhaupt nicht fahren. Ich bin da echt nicht gut drin, die zu fahren, weil die halt wirklich sehr, sehr anders sind wie die ganz normalen Public-Autos. Und ja, ich glaube, ich werde euch das jetzt mal ganz kurz zeigen, was ich damit meine, beziehungsweise inwiefern die anders sind. Deswegen, ich springe jetzt mal eben aus diesem wunderschönen MX-5 einmal in das Pro Drift Car. So, und wie man jetzt sehen kann, ich bin in einem etwas sehr ernsteren Auto. Vorher, der MX-5 war eher so Streetcar, nicht so Pro-Level, sage ich jetzt mal, also für Assetto Corsa. Und das hier ist
ein WDC, also ein World Drift Championship, Nissan R33 GTR. Natürlich mit Heckantrieb und, wenn man hier einmal so rumguckt, auch richtig mit halt den ganzen Drift-Sachen, die man so kennt. Ja, und das ist ein Full-on-Drift-Auto, so wie es in der Virtual Drift Championship, also Virtual Drift Championship ist im Prinzip das virtuelle Formula Drift oder Drift Masters GP oder D1 GP oder Formula Drift Japan. Das Ganze, also die ganzen reellen Sachen, also Drift Masters GP oder Formula Drift oder sowas, das sind halt für Leute, die sich mit Driften so ein bisschen auskennen, beziehungsweise die halt Drift verfolgen oder den Driftsport verfolgen. Das sind halt die Pro-Drift-Autos und Drifter der Welt. Also Formula Drift, ganz normal, ist halt in Amerika, in Europa haben wir Driftmasters GP, in Japan hat man, glaube ich, D1 GP und in Australien auch noch irgendwie sowas. Oder Formula Drift Japan gibt es auch noch. Das ist auch noch in Japan. Auf jeden Fall ist das virtuelle Pendant dazu. Das hier ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein richtiges Pro-Auto. Ist jetzt ein Public-Auto, heißt, wenn die Meisterschaften fahren, also die virtuellen Meisterschaften fahren, dann fahren die, glaube ich, irgendwie andere Autos oder anderes Setup-Auto. Sprich, man kann ja in Assetto Corsa, wer Assetto Corsa überhaupt nicht kennt, man kann hier halt hingehen und zum Beispiel, also halt die Getriebeübersetzung kann man ändern. Dann kann man hier auch einmal andere Reifen, wenn andere Reifen in dem Mod drin sind. Und dann hier auch nochmal den Druck in den Reifen, ja, also wie viel Benzin drin ist und Elektronik und das ganze Alignment, sprich wie viel Sturz, Spur, Nachspur und sowas das Ganze haben soll. Hier sieht man auch die ganzen Werte, die das Auto jetzt gerade hat. Hier nochmal Dampening, halt wie wie das ganze Fahrwerk und sowas agiert. Und das hat man dann hier auch nochmal, wie das ganze Fahrwerk agiert. Auf jeden Fall, ich werde jetzt dieses Auto fahren und versuchen, so gut wie möglich das Ganze zu machen. Ist natürlich der Sinn dahinter. Aber ich werde mir so ein paar Richtlinien machen, so dass ich im Prinzip die Challenge schaffe. Also halt als geschafft ansehen kann. Wie man auch schon hier sieht, ich bin hier an der Startlinie. Startlinie heißt beim Driften, wer sich überhaupt nicht damit auskennt, ich werde jetzt mal ganz kurz überfliegen. Also eben kurz einen 2 Minuten Rant über den Driftsport. Links hat man einmal, also links von uns, da wo die ganz vielen Hütchen sind, da hat man einmal die, ich sag mal, Leading Line und hier rechts hat man die Chase Line. Beim Driftsport, beim kompetitiven Driften hat man einmal ein Lead Car und ein Chase Car. Das Lead Car, das gibt im Prinzip die Linie vor, die das Chase Car halt chasen soll. So wie der Name es halt sagt. Ja, aber das Lead Car, also das vorfahrende Auto, kann jetzt nicht einfach irgendwie da vorne lang driften und sagen, hey, guck mal, habe ich super gemacht. Es gibt natürlich ganz viele Regeln und wie man das Ganze machen soll. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen los, damit ich es ein bisschen besser zeigen kann. Ich werde jetzt nicht driften, ich werde mal kurz den Track erklären. Übrigens, Track und sowas ist auch noch unten in der Videobeschreibung. So, hier vorne hat man einmal so, ja, 3 Zonen. Die 3 Zonen sind im Prinzip dafür da, damit der Drifter, also das Lead Car, beziehungsweise wenn man ein Qualifying macht, dann muss man auch lang fahren, aber das erkläre ich gleich. Hier hat man im Prinzip in den 3 Bereichen, da muss man in den Drift reingehen. Also muss man den Drift einleiten. Wenn man das danach macht, dann ist der Run im Prinzip eine 0. Ja, wenn man im Drift ist, driftet man hier lang und dann hat man hier eine sogenannte Outer Zone. Es gibt einmal eine Inner Zone und eine Outer Zone. Outer Zone heißt, du musst mit dem Heck drin sein und Inner Zone ist halt mit der Front. Auf den Track haben wir jetzt nur Outer Zones, also ja, ist jetzt vielleicht fürs Zeigen ein bisschen blöd, aber ja, diese Zonen muss man einmal komplett ausfüllen, so gut wie es geht. Sprich, die hinteren Reifen oder das Heck, also hinteren Reifen, Heck, sowas, sollte von Anfang bis Ende der Zone durchgehend in vollem Umfang drin sein, sodass der Drift halt schön aussieht, sage ich jetzt mal so. So, jetzt hätte man hier zum Beispiel, wenn da jetzt eine Inner Zone, also eine innere Zone wäre jetzt die zum Beispiel am Kurveninneren. Haben wir aber hier nicht auf dem Track hier. Und hier hat man nochmal eine Outer Zone, dann muss man hier so lang driften, so. Dann setzt man hier einmal um, dann hat man hier auch eine Outer Zone. Und wenn man dann hier weiterfährt, hat man dann hier vorne die letzte Outer Zone und hier das Ziel. Im Prinzip ist das Ziel von dem Ganzen
den Drift so schön wie möglich, so wild wie möglich und die Zonen so gut wie möglich auszufüllen. Gibt es 1000 Kriterien, sage ich jetzt mal. Für mich werde ich aber hingehen, bevor man natürlich kompetitiv driftet oder halt das Leading und das Chase Car hat, muss man halt ein Qualifying machen. Qualifying besteht daraus, dass man 2 Anläufe hat, sprich man fährt von hier los, macht 2 Runs und von den Runs, da man hat halt 3 Judges bei den ganzen Championships und die entscheiden halt, wie gut das Ganze war und geben die halt Punkte von 0 bis 100. 0 ist halt scheiße und 100 ist halt der perfekte Run, also man hat jede Zone ausgefüllt, man hat so gut gedriftet, wie es nur geht auf dem Track. Und ich werde hingehen und versuchen, 2, ich sag mal 90 Punkte Qualifying Runs zu machen. Sprich so, dass ich halt gut qualifieren würde. Das ist jetzt die Challenge, die ich mir selber stelle. Ich muss die 2 direkt hintereinander machen. Sprich, wenn ich jetzt ganz am Anfang einen mache und irgendwann, keine Ahnung, 20 Minuten später, dann gilt das nicht. Ich mache 2 Qualifying Runs direkt hintereinander. Die müssen sehr, sehr gut sein. Also 90 Punkte. Für mich 90 Punkte natürlich, wenn da jetzt wenn jetzt irgendwie ein Judge oder sowas das Video sehen würde und das halt bewerten würde und keine 90 sagt, dann ist es halt so. Aber für mich ein schöner 90er-Run, das reicht mir. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu erklären? Ich glaube nicht. Wer sich für das ganze Thema ein bisschen mehr interessiert, kann einfach mal bei YouTube irgendwie Formula Drift oder Drift Masters GP oder Drift Competition, denke ich mal, bei YouTube eingeben und dann findet man, glaube ich, sehr, 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 sehr viel darüber. Ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen. Übrigens, der Track ist der Sugo-Track, das ist Formula Drift, also das ist in Formula Drift ein Track. Wie gesagt, die ganzen Mods und sowas sind in der Videobeschreibung, da könnt ihr die dann halt runterladen und dann selber spielen. Ja, ich werde jetzt hingehen und einfach mal den ersten Run machen, gucken, wie gut ich es schaffe. Den Track, genauso wie das Auto, kenne ich so ein bisschen, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das hier so fahre. Ich wollte nämlich fürs erste Video nicht komplett Katastrophe sein. Ja, perfekt, sagt er und ist komplett Katastrophe. Während des Driften, also ich bin, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, mit den Autos bin ich noch nicht so hundertprozentig warm. Ich bin da nicht der Beste, also ich bin da noch nicht so mega gut mit den Autos. Ich bin schon ein bisschen mehr gefahren mit den Dingern, aber dafür, dass ich da jetzt einen schönen Drift einfach so raushauen kann, da reicht es noch nicht bei mir. So, ich flick den immer so ein bisschen rein. Das darf man, das ist nicht ein großes Problem. Da kann man den einfach so ein bisschen reinflicken. Ja, das ist nicht allzu wild. So, das war schon mal an sich ein Solid Run. Einfach so, wäre ich im Prinzip, wenn ich jetzt einen richtigen Qualifying Run machen würde, dann wäre das so einfach nur ein sicherer Run, damit ich halt safe bei der Competition dabei bin und nicht irgendwie rausfliege. Aber das war, würde ich jetzt einfach mal behaupten, maximal ein 70er Run oder so. Das war jetzt nichts Wildes. Das größte Problem habe ich immer ganz am Anfang, also in der ersten Outer Zone, dass ich da ein bisschen zu weit rauskomme. Hier bin ich jetzt zu wenig rausgekommen. Und die letzte Zone habe ich perfekt ausgefüllt, würde ich mal behaupten. Ich werde bei manchen Runs werde ich einfach mal das Auto von außen einblenden. Das war jetzt kein guter Run. Ich versuche jetzt mal hier einen 90er zu machen. Ich gehe mal einen 5., weil ich da ein bisschen mehr Wheel Speed habe. Gucken, wie das funktioniert. Oh, das hat grau noch funktioniert. Hier wäre ich schon viel zu weit raus und disqualified. Den habe ich, glaube ich, vernünftig ausgefüllt. Hier auch. Und den habe ich, glaube ich, auch ganz vernünftig ausgefüllt. Ich muss mir das mal selber angucken im Replay. So. Ich mache mal eben dieses Replay, weil wenn ich jetzt in ein anderes Replay reingehe, dann ja, habe ich ein paar Probleme mit den Settings, mit den Onboard-Settings. Aber von hier kann man das auch vernünftig sehen. So, Entry an sich vernünftig. Ich bin vor der Zone eingeentryt, das ist halt vernünftig. Hier war ich viel zu weit raus, wäre eigentlich ein Disqualify, also wäre ich halt disqualified worden. Das war perfekt. Das war auch genauso, wie es sein soll. Und das auch. Wenn ich den Anfang nicht komplett verkackt hätte, wäre das ein easy 90er Run gewesen. Aber da ich den Anfang viel zu weit rausgekommen bin, ist das im Prinzip ein Nuller Run.
Aber was ich jetzt mal kurz machen werde, ist, ich gehe mit den Hinterrädern. Da packe ich mal ein bisschen mehr Grip rein, damit ich da halt... Ich hoffe, man hat die Maus nicht die ganze Zeit gesehen, weil das wäre ultra nervig. Ich habe mal ein bisschen mehr Grip hinten reingetan, damit ich halt ein bisschen besser da hinten rauspowern kann. Und aus dem Grund komme ich da hinten in der ersten Outer Zone immer ein bisschen zu weit raus. Gucken, ob das jetzt hilft. Ich mache das Ganze aber wieder am 5. Gang, weil ich glaube, da habe ich die besten Chancen mit. So, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Winkel. Das hat sich sehr gut angefühlt. Das hat sich auch sehr gut angefühlt. Das hat sich auch sehr gut angefühlt. Das hat sich an sich alles sehr gut angefühlt. Ich würde ganz ehrlich behaupten, ich werde jetzt nicht das Replay gucken, weil da muss ich die ganzen Onboard-Settings wieder ändern. Aber da würde ich mal behaupten, das war ein sehr, sehr guter Run. Also das war mindestens ein 90er. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Auch wenn ich die erste Auto so ein bisschen weit draußen war. Deswegen, das würde ich sagen, ist mein 90er Run. Das wäre jetzt mein zweiter Run. Na, da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Nee, der war es nicht. Also ich würde sagen, der erste war ein easy 90er. Und der zweite war, ja, wie man es kennt, ein Nuller. Aber das wäre an sich, jetzt nochmal eben kurz die Regeln erklärt, das wäre an sich relativ egal, weil ich habe ja den ersten Run, den 90er Run gemacht, also der beste Run wird an sich genommen. Sprich, 90 habe ich gemacht und ich habe dann 90 Punkte halt. Die werden nicht irgendwie aufaddiert oder sowas, es ist halt dann all in all hast du halt 90 Punkte. Deswegen kannst du als ersten oder zweiten Run kannst du einen Nuller-Run machen, also ein disqualifizierter Run. Das ist nicht schlimm, solange der andere halt, ja, vernünftig ist. So, ich habe gerade einen absolut perfekten Run gemacht, aber natürlich ist meine Festplatte vorgelaufen. Super. Aber ich mache die jetzt eben schnell nochmal neu. Ist ja für mich jetzt kein Problem, vom Ding her. Oh, okay, der war solid, der war solid, der war sehr solid. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den jetzt sehr solid mache direkt. Ich weiß nicht, wie lang die andere Aufnahme war. Oder wie viel die noch mitgenommen hat. Aber ich habe jetzt mal angefangen, ein bisschen mehr Left Foot zu braken. Also halt mit dem linken Fuß zu bremsen. Das, was der Name halt sagt. Und ich wärme mal meinen hinteren Reifen auf. Damit ich ein bisschen mehr Grip habe. Die vorderen Reifen wärme ich jetzt nicht unbedingt auf. Weil da habe ich genug Grip und die muss ich jetzt gerade nicht aufwärmen. Ja, auf jeden Fall. Der erste Run, würde ich behaupten. Gucken wir uns gleich an. Aber ich würde behaupten, dass der schon in den 90ern drin war. Auf jeden Fall in meinem Regelbuch oder so, wie ich den bewerten würde. So, jetzt nochmal das Ganze. Einfach einen schönen Run machen. Dann habe ich es geschafft. Boah. Boah. Der zweite war krank. Der zweite war wirklich krank. Okay, den gucken wir uns jetzt an. Der zweite war richtig krass. So, das dürfte der erste Run gewesen sein. Wo ich direkt gesagt habe, ey, ich mache jetzt einfach mal den besten. Den ich heute gemacht habe. Ich glaube, das war der sogar. Der zweitbeste. Entry, sehr gut. Das hier sehr, sehr gut. Hier ein bisschen zu weit draußen, aber ist noch okay. Hier nicht so weit drin, ist aber auch noch okay. Und da so ziemlich perfekt. Also das würde ich sagen, ist in meinem Regelbuch eine gute Punktzahl. Also schon für mich, für mein Skill-Level und für mich würde ich sagen, das war eine 90 vielleicht. Eine untere 90, vielleicht auch eine obere 80. Aber ich fand, der war schon sehr, 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 sehr gut für mein Skill-Level, den ich jetzt so an den Tag lege. So, mal gucken.
wie der so ist. Entry, sehr gut. Ein bisschen weit draußen, aber auch sehr, sehr gut. Auch ein bisschen weit draußen, aber auch sehr, sehr gut. Das sehr, sehr gut. Und das absolut perfekt. Und ich würde, glaube ich, sagen, ich habe die Challenge geschafft. Also für mich waren das 2 sehr gute Runs. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Was ihr sagen würdet, wie gut die Runs waren. Aber ich würde sagen, die waren solid. Die waren sehr solid. Und für mich ist die Challenge jetzt sozusagen geschafft. Also die Challenge, die ich mir selber stelle. Ja. Im Prinzip, das sind die Videos, die ich jetzt so halt auch noch mitmachen möchte. Ich erkläre mal ganz kurz, was ich überhaupt mit den Videos vorhabe oder was die Videos werden, weil die Videos werden natürlich nicht die anderen Videos ersetzen, also die Real-Life-Videos, wo ich halt meine Autos umbaue. Aber weil ich sowieso fast tagtäglich an diesem Simulator hier dran sitze und oh mein Gott, was mache ich hier? Und ja, meine Drift-Künste, sage ich jetzt einfach mal, um die halt zu verbessern. Und weil es halt so Drift-Events relativ wenig in Deutschland gibt und wenn, dann sind die auch echt teuer. Und ich im Moment noch kein Drift-Auto habe, beziehungsweise keins, wovon ihr wisst. Mehr dazu in höchstwahrscheinlich irgendwie so einem knappen Monat oder so. Denn ich wollte auch einfach mal ein bisschen mehr Content machen im Sinne von, Alter, was mache ich hier? Gleichzeitig reden und das Auto zu fahren, ist eine Katastrophe. Warte, ich rede mal kurz nicht, weil die Kurve ist die geilste Kurve hier auf dem ganzen Track. So, die wollte ich mal kurz durchdriften. So, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen mehr Bock, solche Videos zu machen, wo ich halt einfach ein bisschen, ja, was anderes mache, wie die ganze Zeit nur am Auto schrauben. Wenn euch das Video so an sich gefällt und wenn der Style euch gefällt und wenn sowas halt irgendwie interessant ist, dann würde ich gerne sowas machen, dass ich es im Abwechseln mache von Real-Life-Video, wo ich mein Auto umbaue, und Drift-Video. Also halt so ein Virtual Drift-Video. Und ich habe gerade schon gesagt, ich will ein bisschen mehr anderen Content machen, also ein bisschen mehr Content, wo ich jetzt nicht einfach die ganze Zeit am Schrauben bin oder die ganze Zeit irgendwie mein Auto umbaue oder sowas. Deswegen, ich habe es schon gesagt, vielleicht kommt in einem Monat ein bisschen was auf euch zu, wo ich sozusagen ein bisschen anderen Content machen kann. Sprich auch mal, ja, nicht nur ein Video, wo ich schraube, sondern auch vielleicht mal ein Video, wo ich ein bisschen mehr fahre oder beziehungsweise nur fahre. Und ja, mit dem EX8 habe ich auch noch ein bisschen was vor, aber das hat weniger mit Drift zu tun. Das war jetzt im Prinzip so ein Style-Video, den ich machen möchte. Schreibt mir echt gerne in die Kommentare, weil so kann ich halt das Feedback von euch kriegen, wie euch solche Videos gefallen, ob ihr irgendwie Interesse an sowas habt oder ob das halt so ist, so, ja, weiß nicht, gucke ich nicht. Schreibt mir echt gerne in die Kommentare, wie ihr die Videos so findet. So, weil die Videos werden jetzt so, sag ich mal, alle 2 Wochen kommen, sprich, also die würden sich im 2-Wochen-Takt unterscheiden, beziehungsweise abwechseln, meine Güte. Dass alle 2 Wochen so ein Virtual Drift Video kommt und dann alle 2 Wochen danach, also halt 2 Wochen danach, halt ein IRL-Video, wo ich halt irgendwie ein Auto umbaue oder sowas. Weil so habe ich für die Videos ein bisschen mehr Zeit und ich kann dann halt ein bisschen mehr Videos produzieren. Ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video hier gefallen hat. Das nächste Video wird dann sein auf einem VDC-Track, also den ich überhaupt nicht kann, mit natürlich einem anderen Auto aus dem Virtual Drift Championship Pack. Dann werde ich da mal mein Können ein bisschen ja, ausprobieren, weil die Tracks sind ein bisschen schwerer wie dieser hier und die Tracks bin ich bisher noch gar nicht gefahren. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und abonnieren. Und dann würde ich sagen, alright, bis zum nächsten Mal und tschüss.